Hallo! Hallo. Heute wird scharf geschossen. First Blood. Blam! Wie bei Rambo, ne? Ja, was ist denn damit gemeint? First Blood. Um es zärtlicher auszudrücken, könnte man auch sagen, erste Berührung. Ah, okay. Das ist ja... Also jetzt wird's... Ja gut, okay. Also wir machen mal eine plumpe Überleitung, bevor es hier... wir haben weniger als 100 Leute gefragt. First Blood, was war deine erste Begegnung mit Videogames? Und die haben Folgendes gesagt. Oh, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Meine erste Begegnung mit Videospielen war, glaube ich, im Alter von, lass mich lügen, 13. Da habe ich das allererste Mal Fable gespielt auf der Xbox und ich habe mich komplett drin verliebt. Ich habe es geliebt, Hühner durch die Gegend zu treten. Ich habe es geliebt, mit meinem riesigen Hammer, den ich hatte, anderen Leuten volles Met 1 überzubraten. Und das hat mir tatsächlich so die Welt ein bisschen dazu geöffnet. Oh, ganz früh. Ein Kumpel von mir hat sich den Plus 4. Welche Firma hat den Plus 4 hergestellt? Frage an euch. Geholt, den fand ich geil und spacig. Daraufhin habe ich gedacht, ich setze einen drauf, habe den C16 gekauft. Gut oder schlecht? Man weiß es nicht. Ich habe einen C64 gehabt und habe Teacher Buster gespielt. Das wird meine Frau nicht gerne hören, weil die Lehrerin ist für Mathe und Erdkunde. Aber tatsächlich hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Es hat irgendwie das Feuer in mir geweckt. Ich habe ungefähr, ich glaube vielleicht, weiß ich nicht, um die 10 Spiele schon vertont. Und dann kam tatsächlich damals die Firma Piranha Bytes. Und dann ging es um Xardas und Gothic. Und so bin ich eigentlich da richtig reingerutscht. Das war meine erste Begegnung mit Videospielen. Ich selber hatte bis zu dem Tag noch nicht einmal den Finger an irgendeiner Tastatur. Oh, das war sehr früh. Ich habe, das ist ganz witzig, ich war mit meinen Eltern immer in einem Hotel drin, wo wir halt jedes Jahr mal waren. Und die hatten immer so diesen PlayStation-Controller, der so angeschlossen ist. Und das war nicht mal die erste Begegnung, aber da kam ich halt so an die PlayStation, wo ich halt dann auch irgendwie echt lange bei geblieben bin. So meine früheste Erinnerung, glaube ich, also und vermutlich auch mit so eine der prägendsten, denke ich jetzt mal, war tatsächlich auf einem Handheld, auf einem Gameboy. Den hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht mit, ich weiß es nicht mehr, mit 8 vielleicht, 9, es ist unglaublich lange her. Meine erste Begegnung mit Videospielen war, mein Onkel hatte einen ganz seltsamen Homecomputer Anfang der 80er Jahre, einen Auric. Weiß nicht, ob den jemand kennt. So ein ganz seltsames Ding, habe ich auch nie wieder gesehen seit damals. Und da hatte er, das war so eine Art Moon Patrol hatte er da drauf. Und da saßen ich und mein Bruder dann immer vor und dann konntest du irgendwie da so hin und her fahren, ohne Sinn und Verstand. Und habe dann immer da mit meiner Mama so ein Stündchen gezockt oder 2 und meine Mama ist halt auch selber so, dass sie sehr gerne Videospiele spielt. Dann haben wir Pokémon zusammen gespielt und ja, aber ich glaube, meine erste Konsole war sogar der Super Nintendo, also sogar noch früher. Und eigentlich durch meine Mama, muss ich sagen. Also sehr witzig, dass sie das so unterstützt hat und immer mit mir zusammengespielt hat. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe mir Pokémon damals gewünscht. Die rote Edition. Und ich wusste, also mir war als Kind sehr sicher, ich bekomme das auf jeden Fall. Und ich wusste auch, ich bekomme das von meinen Großeltern. Und wir waren 3-Generationen-Haus. Und dann bin ich vor Weihnachten, habe ich das dann gesucht, als ich mal allein zu Hause war. Und habe es gefunden und habe es dann heimlich auf dem Dachboden schon gespielt vor Weihnachten. Und habe dann Weihnachten ganz überrascht getan. Ja, also First Blood heißt erste Mal, wie hast du es genannt, in Berührung gekommen mit Computerspielen, ne? Genau. Ja, wo hat man das erste Mal Blut geleckt, kann man sagen. So, ne? Mhm. Wie so ein Vampir halt. Und ja, was war denn bei dir? Wo hast du denn das erste Mal gezockt? Ich habe das erste Mal gezockt am Computer meines Vaters.
Ja. Ja, das muss man, das war tatsächlich das erste Mal. War nicht mein eigenes, aber da habe ich erst zugeguckt und durfte dann selber auch mal ausprobieren. Da haben wir so Sachen gespielt wie Space Taxi. Das fand ich damals super cool. Aber es gab auch so Sachen wie Wings of Fury oder... war das nicht das Spiel mit der ersten Sprachausgabe, wo Space Taxi oder nicht? Oder war das irgendwie... Boah, das kann sein. Ja, ne? So, da musstest du irgendwie so ein kleines Raumschiff von einer Plattform zur nächsten bringen und durftest das dazwischen nicht berühren. Mir hat das damals super Spaß gemacht. Ja, super schwer, ne? Oder? Das war nicht einfach, aber irgendwann hatte ich den Bogen raus, ne? Also mein Vater, der hatte erst einen C64 und dann später einen Amiga und da durfte ich dann spielen. Mein erstes eigenes war das aber nicht. Damals gab's noch morgens immer diese Kinderwerbung im Fernsehen, ja? Wenn du am Wochenende da gesessen hast, irgendwie die Eltern waren noch im Bett, irgendwie Kinder sich aus dem Kinderzimmer geschlichen, Fernseher angemacht und dann waren da diese Zeichentrickfilme am Morgen irgendwie und dazwischen immer Werbung für Spielzeug. Und da habe ich mir einen Gameboy gewünscht. Und den habe ich auch gekriegt. Genau die. Ja, also ist schon sehr lange her. Ja? Genau, ja, aber bei dir bestimmt noch länger. Ach, geht. Ihr kennt ja Monopoly, die Tante aus Amerika. Ich hatte einen Onkel aus Köln. Das war nicht mal ein Onkel, das war einfach nur ein befreundeter Typ meines Onkels. So war das, genau. Mario hieß der. Der hat einen fetten Mercedes gefahren und der hatte immer so eine tolle Hupe, wenn er gefahren ist. Wenn er weggefahren ist und so ein Mist, ne? Okay. Und ja, das war so ein fancy Typ, der hat uns auch den ersten Indiana Jones mal mitgebracht, ne? Und das ist, der kam halt an solche Dinge dran, ne? Und da hatte ich damals eine Atari-Konsole. Ganz alter Schinken, da wo man hier die Joysticks abbrechen kann, ne? Und ja, was habe ich da gespielt? Eins der Spiele, die ich das war Missile Command, genau. Ja, dieses Abkackerspiel, ne? Die Welt wird bedroht von Alien? Nee, ich glaube, das waren einfach Atomkrieg-Gedönse, ne? Und du musstest die halt irgendwie abwehren, bis alle deine Städte explodiert waren. Du konntest gar nicht gewinnen. Du konntest nur Punkte machen. Fand ich damals schon deprimierend. Und ein anderer Onkel von mir, Onkel Erich, der hatte auch eine Atari-Konsole. Da habe ich immer Space Invaders gespielt. Ah, da sind die Aliens. Da sind die Aliens, genau, die Welt angreifen oder da ein kleines Raumschiff. Und das fand ich auch ziemlich geil. Das habe ich auch gezockt bis zum sonst was, ne? Und dann hat man sich damals schon immer irgendwie gewünscht, warum ist das denn so ein stumpfer Scheiß, ne? Oder? Warum kann ich nicht gewinnen? Warum kann ich nicht gewinnen und warum ist das irgendwie immer so stumpf? Und warum kann man denn da keine... Weil die Geschichten sind so platt. Ne? Ja Mensch, da war damals noch nicht so viel möglich. Ja, und dann kam irgendwann Duke Nukem. No one steals our chicks and lives. Das waren Storys, oder? Es gab ja damals auch diese, wenn du sagst Storys, diese Role-Playing-Games, die bestanden nur aus Text. Aber, ja genau, richtig. Aber die beiden Sachen miteinander zu verbinden, das wäre doch mal cool, ne? Ja. Genau, ja. Ja, das ist eine super Idee. Das war eine super Idee, ne? Mhm. Ja. Und dann später hatte ich dann irgendwann einen C64 und habe dann ein Datasette gehabt. Ja, furchtbar. Ich hatte noch immer eine Floppy, weißt du, das ist so die Billo-Variante hatte ich immer so, ne? Und ja. Ja, die Eltern kaufen einen die Konsole oder den Computer, ne? Weil man hat selber noch kein Geld dafür, wenn man anfängt, ne, zu zocken, oder? Oder wie ist das? Mein Bruder hatte früher so einen großen Kasten. Da waren seine ganzen Disketten drin. Ja. Und da stand auf dem Kasten drauf, Vorsicht, Virus. Und dann habe ich mich als Kind nicht getraut, das anzufassen. Ne? Bis ich irgendwann mal verstanden habe, was ein Virus ist. Was ein Computervirus ist, ja. Hätten sie mir auch mal erklären können, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Warum stand das da überhaupt noch? Ja, man hätte versuchen können, die Disketten zu retten, weißt du? Die waren teuer. Ja, gut. Ja, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die Diskette ist dann auch verseucht. Ne? Es gab ja diesen Header und irgendwie so die Registry von den Dingen. Ich habe keine Ahnung mehr, ist urlange her. Ja, der war dann ja auch verseucht, potenziell. Und da kann man ja nicht dran mit einfach nur formatieren oder löschen der Dateien, die da drauf sind, oder? Keine Ahnung. Siehst du?
Ich auch nicht. Ich habe damals irgendwie noch Klebeband auf meine Kassetten geklebt, irgendwie, um die dann zu überspielen, weißt du? Ja. Oder ein Stück Papier. Genau, super Idee. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr denn euren Kopierschutz? Ne? Bei Floppies musstest du mit dem oder mit der, ne, musstest du Löcher reinmachen, so reinschneiden oder stanzen, so bei den Floppy-Mopeds da. Okay, das ist aber schon advanced, das habe ich nicht mitgemacht, ne? Ja, was ich nicht mitgemacht habe, ist die Atari-Zeit, die Amiga-Zeit. Die habe ich übersprungen. Ja, die war aber cool. Die war cool, ja. Weiß ich wo, habe ich wohl mitgekriegt, aber nee. Da gab es ein bisschen mehr Auswahl und auch mal was anderes, nicht nur so kann ich nicht gewinnen Sachen. Ja, da fing das an, dass das ein bisschen anspruchsvoller wurde und dass dieses ganze Genre-Gedöns irgendwie miteinander vermixt wurde, ne? Ja. Ja, ist cool. Aber gibt ja auch Leute, die erst heute anfangen zu zocken, ne? Ja, logisch. Ja. Wie unsere Kinder zum Beispiel. Die kennen diese ganze alte Gelumse überhaupt nicht mehr mit irgendeinen Text eingeben, um irgendwelche Dateien zu laden und Gedönse. Bei denen gibt's nur noch die Blips. Muss auf den Bildschirm klicken. Ich meine, wie viele von euch kennen jetzt Datasette, ja? Sagen, okay, Diskette ist mir noch ein Begriff, Datasette, was ist das denn? Und unsere Kinder, die kennen das alle nicht mehr. Da sind wir froh, Mensch, CD, was? Ja, das ist dieses runde Ding mit dem Loch in der Mitte, ne? Das, was niemals out wird. Ist halt, ne? Auch eine Frage der Zugänglichkeit. Ne, wo kriege ich den Kram her? Ja. Letztens war irgendwas an Serien nicht mehr verfügbar. Auf Amazon oder so. Und da sagte der Junge, hör mal, das gibt's ja nicht mehr irgendwie, bla, und hat sich dann beschwert und ich sag, pass auf, du hast eine Auswahl an 50.000 Sachen, die hier zu finden sind, irgendwie, und wir hatten damals diese 3. Ja, so ja, aber versuch doch heute noch mal irgendwie Captain Future zu gucken. Ja, so spezielle Dinge sind dann nicht so einfach. Speziell, sagt sie. Also, das ist ja schon irgendwie, war ja schon geil, ne? So, Captain Future. Aber kannst du heute nur auf YouTube gucken. Gibt's sonst nicht. Habe ich geguckt, ne? Kannst du nicht kaufen bei Amazon Prime oder irgendwie bei Netflix oder das kannst du vergessen, kriegst du nicht. Vielleicht gibt's das ja irgendwie irgendwo. Aber dann habe ich das auch mal bei YouTube geguckt, mal ein paar Szenen, dann denke ich mir, ja, schon gealtert, ne? So ein bisschen. Aber Biene Meier geht immer noch, ne? Ja, oder wieder vielleicht sogar. Ne? Ja. Manche Sachen kommen ja wieder. Ich weiß noch, damals irgendwie Wochenende so, ey, komm, lass doch mal was zocken. Wir haben alles leer gezockt. So, und da sind wir in die Videothek gegangen. Videobuster. Ja. Wenn wir Glück hatten, sind wir auf die Idee gekommen, wenn Samstag war. Sonntag hattest du dann Pech. Ja. An der Herner Straße hier in Bochum, da gibt's immer noch so einen Videobuster, ne? Ja, das ist und da stehen auch irgendwie immer noch irgendwelche Kassetten drin. Ich glaube, wir müssen da mal vorbeigucken. Ob es den wirklich noch gibt? Ich glaube, das ist irgendwie dubioser Laden. Das ist. Wer geht denn noch in die Videothek? Na? Keine Ahnung. Wenn es noch nur einen Internetshop gäbe, das wäre so toll, wenn man so im Internet einfach seine Spiele kaufen könnte. Dann könnte man das heute noch spielen. Gut, wenn man eine vernünftige Internetleitung hat, kommt ja noch dazu, ne? Ja. Sonst fängst du an zu laden, bis morgen fertig. Das ist auch wieder Montag. Genau. Und dann kamen die 3D-Models, ne? So mit ja, diese Uncanny Valley. Das ist so die Zeit, wo die Computerspiele so unglaublich hässlich geworden sind, ja. Weil am Anfang war es Pixelgrafik, hat noch heute Charme, ja. Ich meine, wir spielen ja heute auch noch mit der Klötze bei Minecraft, ne, oder? Und mit irgendwelchen Pixel-Adventures und so gibt's ja diese Retro-Geschichten. Aber es gibt auch Retro-Geschichten, wo so pixelige 3D-Models, die dann irgendwie, weiß ich, ein Gittergestell von, keine Ahnung, 100 Vertices haben oder so, ja. Und das ist dann irgendwie eigentlich nur noch Grafikmüll. Und dann wird das verkauft als irgendwie das gruselige Monster, so, ja. Und das ist schon echt hässlich. Ja. Ich finde, eine Spielereihe, die das sehr schön veranschaulicht hat damals, war tatsächlich, ja, einer meiner Lieblinge, Monkey Island. Natürlich, hier, was denn sonst? Monkey Island ist die Antwort auf alles, übrigens, ne?
Die haben angefangen wunderschön mit diesen Pixel-Spielen und gemalt, Teil 1 und 2. Und ich fand das immer so toll, irgendwie, wenn Guybrush's Reboot da stand und dann irgendwie mit dem einen Pixel so in die Kamera geguckt hat. Ne? Die dritte Wand durchbrechen. Genau. Genial. So, und dann wurden die irgendwann 3D. Ne? Das hier, das ist Flucht von Monkey Island. Ich glaube, das ist schon der 4. oder so, ne? Oder? Genau, The Curse of Monkey Island ist hier. Ja. Und das war noch irgendwie so gemalt, ne? Comic. Ja. Das fand ich schon... Also ich fand schon... Skurril. Fand schon schwierig. Schwierig. Und dann kam das Und dann kam das, ja. Dann sind halt irgendwie 3D-Models und so. Und das ist so in dem Uncanny Valley der Computerspiele so ein bisschen, ne? Das ist halt, ja, aber nee. Das ist so, ja. Die haben alles mitgemacht. Ja, den ganzen, und nach Teil ganzen Kram. Habe ich aufgehört. Damit habe ich gedacht, okay. Ja, und dann war irgendwie eine Zeit lang Flaute mit den Pixeln. Irgendwann kamen die dann wieder, ne? Irgendwann kamen die dann wieder. Und es gibt heute immer noch auch so die PlayStation, die erste PlayStation, die erste Xbox, da gibt's noch diese Spiele oder diese ganzen Nintendo-Konsolen von damals und so weiter. Die haben halt noch dieses komische Uncanny Valley so, ne? Mhm. Und es gibt ja auch diesen Klassiker, den Shooter Quake, ne? Den finden einige ja super, weil sie damals irgendwie das gespielt haben, aber ich glaube, das ist reine Nostalgie. Wenn ich mir die Figürchen angucke, ja, und heute in einer etwas höheren Auflösung. Damals war das ja Pixelbrei, den man auf einem Bildschirm gespielt hat oder Monitor oder so, ja, der auch Pixelbrei produziert hat alleine schon, ne, weil er halt immer die Auflösung noch nicht so und so. Ja, man hat geahnt, was man da sieht, aber jetzt heute, ne, und heute kannst du halt die Auflösung von Quake so weit hochdrehen, dass du tatsächlich diese 3D-Models siehst, diese Dreiecksköpfe mit Dreiecksfüßen und ne, quadratischen... Also das ist es nicht irgendwie, ne, oder? Es gibt Dinge, die altern einfach schlecht. Ja, und sowas gehört dazu. Das gehört dazu, das ist interessant. Das wird auch von der Mehrheit der Leute so empfunden irgendwie, dass Pixel gehen, weil das an der Stelle greift, ist aber der Abstraktionsgrad groß genug, ne? Ja. Diese komischen hässlichen 3D-Model irgendwie, so ein Kanisterkopf. Mhm. Geht nicht. Ja. Wer in dieser Zeit angefangen hat zu zocken, ne, der hat vielleicht noch dieses Nostalgie-Gefühl so. Wahrscheinlich werde ich jetzt geaxtet, weil ich hier Quake deformiere. Aber... Deformiere. Ja. Wortwitz. Nein, also wenn du tatsächlich so in dieser Zeit angefangen hast mit Computerspielen, dann hat man so einen Nostalgie-Bonus da an der Stelle, ne? So glaube ich. Und empfindet das so nicht. Aber das war wirklich unglaublich hässlich, was wir da damals gezockt haben. So, ne? Und fand das auch super. Ne? Aber geometrische Figuren machen eben keine richtige, schöne, gemodelte, ausgedönste, irgendwie fast fotorealistische Spiele, die heute rauskommen, aus. Ne? Gibt ja auch noch eine Mischung. Klar. Among Us ist zum Beispiel auch. Ne? Niedlich. So. Ja gut, das geht aber dann auch wieder in so diese Comic-Richtung. Comic-Richtung. Ne? Sobald ich etwas in der Comic-Richtung mache und man sieht, Mensch, das war ja Absicht und nicht fehlende Möglichkeit. Ja, da kommst du nicht in dieses Uncanny Valley so, ne? Das ist richtig, ja. Aber man kann auch Babys basteln, irgendwie, die aussehen wie Chucky, die Mörderpuppe, ne? Und das ist halt dann schon ein bisschen... Das finde ich auch sehr schwierig, ne? Dass man dann in dem Spiel eigentlich so ein Tamagotchi sich drum kümmern muss. Ja. Aber eigentlich willst du nicht. Was die alle mit ihren Babys anstellen in dem Spiel. Also ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. So ein Simulator irgendwie, wo du dein Baby... Gameboy habe ich auch gehabt. Ich habe eigentlich alles mitgemacht, bis auf dem Amiga. Ne? Irgendwie. Auf jeden Fall. Na gut, erzählt mal eure Erfahrungen mit euren ersten Computerspielen. Das würde uns brennend interessieren, wo ihr hergekommen seid. Und war schon eine spannende Zeit gewesen. Und heute ist ja alles viel besser. Ne? Nee, damals war alles besser, ne? Oder? Oder nicht? War das damals besser, die Zeiten? Oder heute? Also ich finde heute... Ne? Also ich würde auch sagen heute, weil jetzt hat man eine wesentlich größere Auswahl an Dingen, die einem gefallen könnten. Nicht dieses eine Spiel, was du dann irgendwie sich mal gespielt hast, nicht weil es so geil war, sondern auch teilweise aus Mangel an Alternativen.
Hast du eine Community-Frage? Mit Sicherheit. Genau, bevor die Frage nicht mehr gültig ist, manchmal muss ich gucken, dass ich hinterherkomme, stelle ich die einfach mal jetzt in dieser Folge. Wann war eigentlich diese fette Party, an der die ganzen Leute da waren und interviewt wurden? Gemeint sind die Leute, die immer bei, wir haben weniger als 100 Leute gefragt, eingeblendet werden vor dieser Folge. Und das war keine fette Party, sondern ab und zu mal gab es, jetzt aktuell wegen der Corona-Zeit nicht, hoffe bald wieder, im ZAK, das ZACK in Düsseldorf. Nee, KK. CK? C-A-K-K. Danke. Zack. CZ. Zack, zack, Z-A-K-K. Schön. Ja. Völlig verwirrt. Genau das. Z-A-K-K. So war's richtig. Und das ist quasi, ich weiß nicht, alle 3 Monate findet dort Kultur aus der Konsole statt und da treffen sich eigentlich die Nerds. Irgendein Gast wird interviewt, der aus der Branche kommt in der Regel und ja, jeder, der Bock hat, kann da vorbeikommen. Da gibt's auch was zu trinken und anschließend Disco und das war immer sehr nett. Und das war jetzt so eine Corona-Ausgabe vom letzten Jahr noch, 2020, die da im Spätsommer noch stattfinden konnte, bevor alles wieder dicht gemacht wurde und da haben wir dann ganz viele Leute interviewt, die da waren. Das stimmt, aber diese Frage, die habe ich zufälligerweise auch gelesen, die war unter einem anderen Video. Wo wir an meinem 50. Geburtstag auf dem Balkon vom Olli gefeiert haben. Echt? Ja. Das heißt, das war mein 50. Geburtstag. Da haben wir gefeiert mit Wulven, mit Olli, mit Jan Hegenberg und mit Martin Kesiji, mit dem Kitsunaki und noch ein paar Leuten irgendwie. Genau. Gut, dann könnte ich ja zu meiner Verteidigung jetzt sagen. Das war mein 50. Geburtstag. Da haben wir Karaoke-Party, Twitch gemacht irgendwie. Genau, ja. Viele der Protagonisten könnten aber theoretisch auch mal im Zack sein. Ja, das stimmt. Also insofern könnt ihr da trotzdem hingehen, wenn ihr Bock habt. Gut, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, es war eine fette Party, weil die hörst du nämlich im Hintergrund, wenn du auf dem Balkon. Vielleicht habe ich mir auch ja. Beides läuft. Beides.